bin der Tim Breyer, 29, 10 Jahre in der Nazi, mittlerweile schon ein alter Fuchs. Aber eigentlich bin ich ein Alligator und im Herzen ein Alpaka. St. Antonio ist sicher ein Stück Heimat für mich, vor allem weil ich die ersten 3 Jahre hier aufgewachsen bin und meine Großeltern hier gewohnt haben und ich extrem viel Zeit in jungen Jahren bei ihnen verbracht habe. Breyer. Breyer. Gute Idee. Breyer. Fuck me, what a chance. Und dann Hartmann verliert den Ball da hinten. Nein, das gibt's gar nicht. Nein, das gibt's gar nicht. Nein, da liegt. Nein, das ist. No. Und dann fällt das 1:2 aus Schweizer Sicht. Und das war richtig gut gemacht. Gut so, Meister! Jetzt die Gelegenheit. Nein, 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 nein. Trotzdem die Möglichkeit und die Entscheidung in diesem Spiel. Und das 5-1, das Resultat widerspiegelt überhaupt nicht das zeigte Finger und das 6-1 erst recht nicht. Und täglich grüßt das Murmeltier. Unihockey, wir spielen gegen Schweden und die Schweiz verliert. Zum 64. Mal. Also, ich finde, wir haben gezeigt, dass wir sie wirklich schlagen können. Die Jungs geben alles, machen gute Sachen. Fühlt sich unglaublich bitter. Ich glaube, das Härteste, ich erlebt habe, ganz ehrlich, im Sport. Ich bin David Jansson. Ich bin Head Coach für die Männernationalmannschaft in Unihockey für die Schweiz und ich bin 42 Jahre alt, wohne in Umeå in Nordschweden. Also wir sind nicht die kleinen Schweizer. Wir spielen aggressiv, wir spielen ohne unnötigen Respekt und so müssen wir uns auch sozusagen verteidigen in solchen Situationen. Wir nominieren gerne Spieler, die sich selbst ein bisschen überschätzen, am liebsten, um an solchen Tagen eine Chance zu haben. Als Coach habe ich gelernt, dass je besser ich mich vorbereite, je mehr ich Puls fühlen kann vom Team, dass ich weiß, auf welchem Niveau sie die Vorbereitungen haben wollen, umso mehr kann ich genießen. Alright, Boys. Wenn ihr zurückdenkt ein bisschen an diese 3 Jahre zusammen, haben wir ja sehr viel über Top-Performance geredet, sehr viel über, was unser Edge sein könnte. Das ist, was wir hier machen wollen, also Gameplan. Schweden in allen Defense-Stufen verunsichern, wird Nummer 1 sein für mich. Die Frage an dich selbst wird sein, wie spielst du mit Überzeugung heute? Aber wir wollen mutige Spieler. Wir wollen Überzeugung haben. Wir wollen diese Performances haben, dass man im Nachhinein sagen kann, fuck, Luca Graf war gut heute. Also jetzt bin ich ready. Wir haben unsere Vorbereitung gemacht. Wir glauben an, was wir machen. Jetzt können wir genießen. Die Weltmeisterschaft in Helsinki, wo der Halbfinale ansteht. Für die Schweizer ein richtiger Prüfstein. Ja, das Monster Schweden, muss man schon fast sagen, das jetzt im Halbfinale wartet. Und nur ein einziges Mal in der ganzen Geschichte haben die Schweizer die Schweden schlagen. Und das wäre doch jetzt ein idealer Zeitpunkt für einen zweiten Sieg gegen die Übermacht, gegen Rekordweltmeister. Es gab schon knappe Geschichten gegen Schweden, aber eine solche, auch Balldominanz der Schweizer,
Das ist dann schon eher etwas Außergewöhnliches. Früher hat sich die Schweiz vor allen Dingen vor dem eigenen Tor gut aufgestellt. Wow, der Überraschungsschuss fast gelungen. Halbfinale gegen die Schweden, spielanteilmässig sehr zufrieden. Ich glaube auch mental, körpersprachmässig habe ich wirklich das Gefühl, dass ich das erste Mal der Schweden überlegen war. Das war einfach mein Gefühl, das ich jetzt immer noch habe, dass man dort sicher die ersten 2 Drittel, einfach, wenn ich ihnen in die Augen geschaut habe, habe ich noch nie so eine Angst oder so einen Respekt gesehen. Und die nächste Möglichkeit durch Breyer. Riedi, wieder diese Linie, die den Schweizern Chancen erarbeiten kann. Breyer. Breyer. Heller, wieder Breyer. Wir hatten es in der eigenen Hand gehabt. Vielleicht das erste Mal sogar. Irgendwie, weil wir sind wirklich so nah dran und haben so viele Chancen gehabt, wie wir noch nie gegen die Schweden. Im Halbfinale gegen die Schweden haben wir das Spiel verloren. Ich glaube, beim 3-1. Oh, der Fehler dann. Jetzt die Gelegenheit. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Und dann der Pesky Meier hier natürlich auch. Ja, den Ball könnte er schon noch retten. Nach dem 3-1 war irgendwie der Nackenschlag. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das ganze Turnier betrachte, ist das sicher der, den ich vielleicht hätte verhindern können. Schöner Angriff der Schweden, die Möglichkeit, gut umlaufen. Oh, Galante Karlström und dann ist der Ball trotzdem noch drin. So viel Pech. Zuerst Galante Karlström, der diese Top-Chance vergibt. Und dann ist er trotzdem drin. 1:4. Warum steht jetzt 4-1, oder? Das Momentum kippt dann wahrscheinlich auch auf ihre Seite und dann haben sie die Ruhe und wissen so, jetzt haben wir mal ein bisschen Führung, jetzt können wir unser Spiel aufbauen, dann funktioniert es auf einmal ein bisschen besser mit dem Ball. Kasper Backby besiegelt das Schweizer Los, dass man gegen Gelb-Blau in einem Halbfinal einfach nicht gewinnen kann. Und dann war es das. Das Einzige, was positiv ist, ist, dass es schon in einem Jahr wieder eine Weltmeisterschaft gibt und man Gelegenheit hat. Man muss zumindest nicht 2 oder sogar jetzt auf die WM her 3 Jahre warten, bis man es besser machen kann. Alle, die das Halbfinale gegen Schweden gesehen haben, haben ja gesehen, dass wir teilweise dominiert haben, dass es offenbar nicht gereicht hat. Ich verstecke mich nicht hinter dem Resultat. Das Mal hat es einfach ausgesehen, wie wenn die Schweiz sehr dominant wäre. Und meine Einschätzung ist eher, dass die Schweden die Schweizer in der ungefährlichen Zone spielen lassen haben und dann eben auch die Abschlüsse aus der ungefährlichen Zone gekommen sind. Wahrscheinlich war der Zeitpunkt vielleicht noch nicht der richtige. Es muss einfach sehr viel zusammenpassen, für gegen Schweden zu gewinnen. Schweden ist halt schon das Unihockeyland. Jetzt aus Schweizer Sicht. Die schwedische Liga ist ganz klar die beste auf der Welt. Und das muss einfach das Ziel sein für einen Schweizer Nationalspieler, um mal in Schweden zu spielen und sich dort auch zu etablieren, sich durchzusetzen. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es die grösste Unihockey-Arena der Welt ist, ohne das im Detail zu wissen. Aber wir haben hier 5 Felder, eine Hauptarena, wo ungefähr 2500 Leute Platz haben, um das Spiel zu schauen. Und nebendran 4 Unihockey-Felder für den Trainingsbetrieb. Top modern, eigentlich das, was man braucht, um Unihockey zu spielen auf höchstem Niveau. Ich bin der Luca Graf, 31, Verteidiger in der Nationalmannschaft seit 2013. Das heutige Spiel ist sicher speziell für uns von Sirius, weil wir müssen gewinnen, um weiterhin um eine Liga erhalten zu kämpfen. Zum einen ist meine Mutter da, die mich besuchen kann. Natürlich voller Vorfreude, weil ich das Spiel schauen, wie ich spiele, aber es ist jetzt leider anders gekommen, darum sitzen wir zusammen auf der Tribüne. Und weiter ist da unsere Schweizer Clique, die wir haben, rund um Tanja Stella, Michel Vicky und Chiara Gredig, die beim Damenteam von Sirius spielen, wo der Claudia Mutter unterstützen, die jetzt unten auf dem Feld ist, am Kämpfen. Das ist einfach der Unterschied, sie können einfach besser schießen. Also, du musst eben auch schon nicht fragen, manchmal dass sie besser sind. Dann kommst du am Sonntag, kommst du rein. Das ist einfach ein Vater mit seinen 2 Kindern, das ist einfach hier am Spielen. Und bei uns in der Schweiz, also, ich wüsste nicht, wo ich spontan irgendwo in eine Halle rein kann. Gang! Nein!
Aber das gibt's ja nicht! Bist du dumm, oder? Nein, aber... Ja, es ist nicht, ja, das Spiel nicht so, wie wir wollen. Ich glaube, das Spiel, das um alles wird gehen für uns, und irgendwie habe ich das Gefühl, das sieht man noch nicht ganz so. Mutti humpelt da nur noch so rum. Jetzt bin ich gespannt, wer raus ist. Nein. Man hat schon gesehen, die Szene vor dem Goal darf man mal jemanden anlängen und ein bisschen schubsen. Also das verdeutlicht schon, dass es härter zu und her geht. Dafür sage ich, ist es ein bisschen langsamer. In der Schweiz ist halt wirklich die quirligen Spieler, die gesucht werden, das ist ein anderes Unihockey. Das ist natürlich eine grosse Enttäuschung, dass wir nächstes Jahr mit Sirius nicht in der obersten Liga werden spielen. Es ist immer ein Funken Hoffnung, ist halt noch da gewesen, und jetzt ist der Funken Hoffnung ist weg. Jetzt ist es schwarz auf weiß. Sirius spielt nächstes Jahr nicht SSL. Ja. Ja, Schweizer Lazarett, ja. Wie sagt man, wo gehobelt wird, fliegen Späne oder so irgendetwas? Jetzt bin ich auch nicht mehr so frisch im Kopf, für das Sprichwort rauszuholen. Aber ja. Aber also, kannst du draufstehen? So halb? Ja, links geht es halbe und rechts mehr. Ja. Aber du musst schauen, dass es so schnell wie möglich Hochlage ist. Ja. Ich bin wenigstens rausgelaufen aus dieser Halle. Soll ich heimfahren? Ja, nicht schlecht, mal Rollstuhl. Wenigstens bin ich jetzt wahrscheinlich mal einmal schneller als du. Ja. Ja, spielen wir in dieser Halle hier zu Meierfeld eigentlich seit 10 Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Und, ja, es wäre sicher da jetzt auch an der Zeit, um den nächsten Schritt zu gehen, in einer größeren Arena zu spielen. Ja, ich mache eigentlich immer eine kleine Aufwärmrunde, ich komme immer dann im Kuhstall vorbei. Und ja, irgendwie beziffert schon ein Stückchen Heimat, auch so ein bisschen der Kuhstall direkt neben der Halle. Und ja, man merkt schon, dass man da im Bündnerland ist, und das finde ich eigentlich schön. Ich bin gerne da, ich bin auch ein stolzer Bündner, und darum finde ich das echt cool. Ja, da. Das Ziel ist ganz sicher, dass wir in Halbfinale einziehen. Das ist schön am Cup. Es gibt nichts, es spielt keine Rolle, wie man gewinnt, es spielt keine Rolle, was man gemacht hat. Schlussendlich müssen wir einfach 1 Goal mehr als der Gegner, als wieder heute. Hey, kannst du die Haarenstöcke hier wegnehmen? Hey, das regt mich auf. Be ready, ja. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir raus und dann gewinnen wir das Spiel. Das Produkt, das wir haben, eigentlich das Spiel, müssen wir noch viel besser verkaufen. Wir spielen immer noch in Turnhallen, auf Holzbänken und nicht so bequem sind. In der Cafeteria ist überall immer noch das Gleiche, ein paar Sandwich, ein paar Getränke, immer die gleichen Sachen. Also wir müssen das viel mehr als Event aufziehen, und gewisse Rahmenbedingungen sind halt einfach ein Stück weit gegeben. Und Step by Step geht es da vorwärts zu machen, um die Sportart und das Produkt Unihockey weiterbringen in der Schweiz. Das sind so die 2 Kernprobleme, die wir im Moment haben in unserer Sportart. Also schon mal die Kultur an sich und dann die Infrastruktur, die einfach an allen Ecken und Enden fehlt. Also ich glaube, es gibt keinen Unihockey-Verein auf hohem Niveau in der Schweiz, der nicht das Hallenproblem hat. Wir müssen in mittlere bis so kleine Arenen, wie sie zum Beispiel Winterthur hat, wir müssen dort her, und ich glaube, es geht auch in die Richtung. Und die Vereine, die das schaffen in den nächsten 5 Jahren, werden sich langfristig auch vorne halten können, und die anderen werden noch bis nach von der Spitze verschwinden.
Come on. Ich bin der Pascal Meyer, 31, Unihockey Goalie von der Schweizer Nationalmannschaft. Die Anspannung ist schon da. Ja. Man spürt das, auch wenn man am Morgen aufwacht. Man weiss, dass heute etwas Größeres ist als jetzt ein normales Meisterschaftsspiel. Das ist durchaus so, ja. Ja, ich wollte auch schnell die Stimmung aufnehmen, die dort drin ist. Es ist immer eine mega coole Stimmung da, sehr drückend, wenn man unten auf dem Spielfeld ist. Und mir hilft das, wenn ich zumindest schon gewisse Sachen, die ich visualisiert habe, nochmal dann echt anschauen kann. Wie sind die Distanzen zu den Banden, wie weit ist es bis zu der Mittellinie, welche Farbe ist der Boden etc. Das hilft mir einfach dann auch nochmal so in der letzten Stunde in der Visualisierung. Ich mache das Warm-up vor allem für den Körper. Aber was man vergisst, beziehungsweise was für mich eigentlich fast am zentralsten ist, sind die Augen. Und das ist mehr so ein als Warm-up für die Augen, um ein bisschen zu schauen, funktioniert nur das linke Auge, funktioniert nur das rechte Auge, wie ist es, muss ich noch irgendetwas machen, dass beide zumindest gleich gut funktionieren etc. Der Köpf ist zurück. Die ersten ganz klaren Chancen. Im Cup-Finale war extrem präsent, muss ich sagen. Diese coole Pascal Meyer-Ausstrahlung. Man hat schon, finde ich, im ersten Drittel gesehen, dass hier werden die HCR nicht viele Tore schießen heute. Laubscher verliert den Ball. Und dann die Möglichkeit. Kein guter Pass. Schade um den Konter. Nächste Möglichkeit auf der anderen Seite. Das ist die Möglichkeit. Und das ist das 1:0. Insgesamt geschehen. Wenk. Dann war's das. Der Cup-Sieger 2022 heißt GC. Mir fehlt jetzt nur noch der Weltmeistertitel. Da haben wir auch gleich die Chance, ich freue mich so. Alle Boys! Hier kommen wir zu unserer Montierungsstation bei Renew Unihoc Zone. Hier siehst du ein bisschen Schläger. Normal in Sommerzeit, wenn es ist für Grundorder, machen wir so 5000 Schläge pro Tag. Hallå! Tjenare på dig grabben! En rak höger får du. Jajamän. Karl-Åke Ahlqvist. Heute etwa 75 Jahre alt. Als ich damals anfing, etwa 22 Jahre. Ich meine, Schläger und Ball hatte schon der alte Griechen, nicht wahr? Was ich gemacht habe, ich habe ein Spielzeug genommen und es zu einer Sportart gemacht. Aber der Weg war natürlich sehr, ich kann sagen, schwierig. Denn alle die anderen Sportler haben nicht gesagt, oh, Herr Ahlqvist, mit Ihren Hockeyschlägen, bitte kommen Sie herein. So war es ja nicht. Das hat lange gedauert, bevor es akzeptiert wurde. Ich habe erst ja angefangen im Schulbereich. Denn davon ging es dann, und dann ist ein Prozess, die dauert lange, nicht wahr? Das ist nicht nur, hier komme ich mit einem Schläger aus Schweden und einem Ball voll mit Löcher und damit sollen Sie jetzt spielen. Von wo wir damals waren bis zu einer Sportart, wie gesagt, mit Liga und so weiter. Das hat natürlich diese Menschen und den internationalen Verband haben das ja aufgebaut, nicht wahr? Momentan kann ich mir das Leben nicht ohne Reisen vorstellen, was natürlich von meinem ökologischen Abdruck her nicht immer tipptopp ist, was mir Gedanken macht natürlich. Sehr häufig lande ich um 7, was
für Bob bedeutet, dass er auf dem Weg von Sarfors zum Flughafen einfach eingeschlafen ist. Und ja, eine müde Version von Bob häufig. Hallo Trötter. Hej kompis. Hej. Du, var är du någonstans? Är du lite trött? Ja. Vad heter du då? Kompis, vad heter du för något? Bob. Ja, just det. Det stämmer ju. Du är lite trött. Nachher bin ich Hausmann, ganz ehrlich, ein paar Tage. Und ich freue mich sehr darauf. Also diese funktionellen Sachen haben einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Och hjortar. Hjortar, det såg vi inte några. Vilka är ditt favoritdjur? Älg och hjortar. Älg och hjortar. Fixar du? Oj! Går det tror du? Balansera. Ta det försiktigt kompis. Akta dig för apan. Apan kommer äta upp dig. Vilken tur! Hoppar upp och sätter dig så kommer jag med din juice. Nu får du berätta en rolig historia för tv-kameran också. Det skor en sabeltandad tiger. Nej! Jetzt mache ich meine Tags von den Spielen ein bisschen genauer. Also ist immer ein Prozess nach den Spielen. Wir live-taggen alle Spiele. Und nachher mache ich die Tags mit mehr Kontext sozusagen, wie beispielsweise gut die Torchancenqualität gewesen ist, Abschlussort, welche Spieler waren involviert, damit ich im Nachhinein beispielsweise alle Aktionen von einem gewissen Spieler holen kann. Hier kann ich beispielsweise Jan Zaug drücken, dann bekomme ich die 10 Szenen von diesem Spiel, wo Jan Zaug beteiligt war. Hier haben wir eine 1-1-Situation von Jani Zaug. Er ist am Austrian hier gegen Robin Nilsbert, ein ziemlich kraftvoller Verteidiger. Und das ist etwas, das wir wichtig finden, dass wir besser Ausgleichssituationen kreieren können, dass wir nicht abhängig sind von 2-1-Situationen, 3-2-Situationen. Ist unbedingt ein Verbesserungspotenzialbereich sozusagen für uns. Deshalb taggen wir diese Sachen spezifisch, damit wir alle solche Situationen zusammen haben, damit wir später etwas machen können mit dem Team. Ich finde das sehr beeindruckend, wie akribisch er vorgeht, auch in seinen Auswertungen und was er immer auch für Informationen hat nach dem Spiel und auch was er für Lösungen findet gegen Defense oder auch wo er Schwächen findet bei den Gegnern. Also er hat da natürlich extrem das Auge dafür. Er ist ein von den Spitzentrainern in der Welt und vor allem taktisch sehr gut in alle Wege. Und ja, wenn du sprichst, meine Idee da, ja, so viel zeichnen und Taktik. Also allgemein muss man ja sagen, muss man ja nicht Rocket Scientist sein, um zu verstehen, dass wenn wir regelmäßig Weltmeister-Optionen sein sollten als Nationalmannschaft, brauchen wir ja mehr Spieler in der besten Liga der Welt, die eine große Rolle haben. Zum Glück haben wir es aber gehabt, finde ich, in der letzten Zeit, das mit Jan Zaug, mit Tim Breyer, mit Engel, der lange dort war, Maurer, Bischi etc. Wir haben ja viele, die große Rollen gespielt haben in Schweden und die es machen können. Und ich weiß ja, wenn ich mit schwedischen Kollegen spreche und so, also wenn Maurer jetzt beispielsweise nach Schweden gewechselt hat, viele von meinen alten Spielen in Pixbo und so haben ja plötzlich gesagt, es wäre so gut, wenn Maurer zu uns kommen würden oder so. Also das hätte man nie gehört vor 6, 7 Jahren. Der Stellenwert ist schon höher, aber längerfristig brauchen wir Leute, die Meister werden in der besten Liga der Welt oder die größere Rollen haben. Sonst ist es ja schwierig, Weltmeister zu werden. Das ist so. Ja, vi ses. Für Luka Graf ist es sicher eine heikle Situation. Die ganze Saison ist ja schwierig gewesen. Obwohl ich finde, dass die Ausgangslage mit Sirius als nicht besonders gutes Team, muss man ja sagen, so wie die Resultate gelaufen sind, heißt ja auch, dass er muss ja Weltmeister werden in jedem Spiel eigentlich, um Sirius zu helfen. Mit der Verletzung, er verpasst ein paar Spiele, die eigentlich nicht super wichtig sind für Sirius und hat Zeit, sich physisch wieder aufzubauen und zurückzukommen. Also ich schwitze jetzt richtig fest, aber zum Glück muss ich den Käsefuß berühren, nicht ich. Ah ja. Ja. Also das hat weggemacht. Und?
Und der? Ja. So schlimm ist es auch nicht. Ich mache manchmal gerne Theater. Aber ja, so eine Rückenmassage wäre natürlich viel besser. Das muss ich schon sagen. Habe ich verstanden, Emma? Mhm. Eine Rückenmassage war lite besser. Ja, das war besser, ja. Es ist halt eine Diagnose für einen Sportler, ist vielleicht nicht immer die gleiche wie für einen Normalsportler, sage ich jetzt mal. Und darum habe ich eigentlich auch Kontakt mit meinem Arzt in der Schweiz aufgenommen, der meine ganze Verletzungsgeschichte kennt. Hoi Fabian. Das ist mir eine Ehre. Also schau jetzt. Innenseite, Aussenseite. Innenband. Und Aussenband. Also du sagst 6 bis 8 Wochen den dummen Stiefel anhaben und konsequent. Gut. Also ja, gut ist nichts, aber wenn du das sagst, dann glaube ich. Habt ihr festgestellt? Und dann tust du mir an. Ist gut. Ist gut. Also, tschüss. Vorwahl Nummer 1 bist du. Problem. Tschüss. Für Luca gibt es sicher jetzt große Entscheidungen zu treffen wegen seiner weiteren Karriere. Wo will er weitermachen? Ich meine, er hat sicher Möglichkeiten, zu vielen SSL-Vereinen zu wechseln und ich gehe davon aus, dass die NLA-Top-Teams sehr gerne einen Luca Graf hätten. Also ich glaube, das wird sicher wichtig sein für ihn jetzt. Weg, Boys. Oh, Tor kommt nachher. Jetzt gehen wir jagen, einfach auf Davidart. Nicht große Elche, sondern kleine Eglis. Dann ist es okay, wenn man ein Weichei ist, wie ich. Alright. Viele Gedanken normalerweise über das nächste Camp, manchmal über Linieaufstellungen, aber vor allem Planungssachen, Big Picture Sachen würde ich sagen. Aber ich würde ganz ehrlich eigentlich so gerne einfach Ruhe haben. Ich schaffe es vielleicht 20 Minuten oder so. Vor allem braucht es ja Skill und ich habe ja Skill. Also von dem her, molto nicht so groß leider. Wenn ihr wirklich nah ist an der Kamera, dann sieht er groß aus und gefährlich. So einfach ist es. Es ist schon ein bisschen schräg, in Nordschweden zu sein und Gedanken zu machen, über wie man gegen Schweden gewinnen sollte. Extrem viel würde sich verändern, würde ich sagen, wenn ich Weltmeister werde. Alles. Für mich würde der WM-Titel wirklich alles bedeuten. Ganz ein grosses Ziel für mich und ja, ich habe auch sehr, sehr viel Zeit dafür investiert. Ich möchte eigentlich gar nicht groß dazu etwas sagen, weil wir müssen liefern. Ich glaube, die Schweiz als Ganzes könnte wieder einmal einen Weltmeistertitel in einer Mannschaftssportart vertragen. Aber wir möchten jetzt eigentlich den Beweis auf dem Feld zeigen und nicht hier vor der Kamera vor der WM. Oh, draufspannen. Und zieh. Go. Oh, go. Wir haben so gesehen an der WM, dass die Schweizer vielleicht auch körperlich ein bisschen hinten angestanden sind. Oder was wir auch schon zusammen diskutiert haben, dass es halt dort ein bisschen fehlt, dass man immer einen Schritt spät ist. Oder halt auch bei Finten oder so, einfach die Rumpfschnelligkeit dann auch nicht hat. Und, ich glaube, das ist ein grosser Schritt, weil taktisch sehr auf einem guten Niveau, aber halt, ja, der Rest fehlt, glaube ich, einfach noch ein bisschen. Und in Schweden und Finnland läuft das, glaube ich, schon lange so, dass man individuell trainiert.
Schlussendlich bin ich zu ihm gekommen und habe ihm gesagt, was mein Ziel ist mit der Heim-WM. Und ja, jetzt versuche ich dem alles unterzuordnen. Aber Tim ist gleich einer, der auf Skitouren geht. Wenn es um Skitouren geht, das ist ein heikles Thema. Obwohl er selber eigentlich auch gerne auf Skitouren geht, aber ich weiss, oder ja, mittlerweile weiss man ja, dass Skitouren ja, nicht optimal sind für die schnellen Muskelfasern. Und das merke ich dann auch, wenn ich ein bisschen zu ausgiebig gehe. Und darum hebt er mich da einmal ein bisschen zurück. Und etwa die heisst dann, hey, gell, das Wochenende keine Skitour. Und ja, das probiere ich jetzt. Tim und seine Interessen neben dem Feld. Also persönlich für mich ist es ja sehr wichtig, dass ein Spieler, dass das Leben neben dem Unihockey passt. Aber er muss selber natürlich entscheiden, wie viel Skitouren kann ich machen, weil natürlich wegen dieser körperlichen Geschichte und so muss er einen Weg finden, damit er beide Sachen unter einen Hut bringen kann. Aber ich bin nicht der Typ, der sagt, das darfst du nicht machen oder so. Aber ich bin sicher der Typ, der sagt, hey, optimieren bitte, damit es so gut wie möglich wird. Das gehört dazu zum Team. Für uns als Team ist er einfach die Duracell-Batterie. Oder einfach so eine Ladestation, so eine Energiequelle für das ganze Team. Also wenn der Team auf dem Feld ist und einfach in die Zweikämpfe hineingeht und rennt mit seiner ganzen Körpersprache, das ist einfach ein Atomkraftwerk von diesem Team. Ich glaube, das ist seine ganz grosse Stärke. Wie läuft das für dich? Ja, gut soweit, ja. Ich bin jetzt, das ist das 4. Woche jetzt bereits, die ich im Training bin. Und die Skills-Sachen kannst du ab jetzt beginnen? Ich habe schon begonnen. Hast du schon begonnen? Ja. Das Skills Learning allgemein funktioniert ja ein bisschen so, dass diese Schritte einfach für den Kopf Sinn machen normalerweise. Ja. Jetzt gibt er mir explizit vor allem auch Inputs im Bereich Skills und zeigt ein bisschen auf, was der Fahrplan ist bis zur WM. Tim ist ein wichtiger Spieler für uns, Teil von der Captain-Gruppe und wir austauschen einfach Gedanken über die Nazi und auch für ihn persönlich. Für mich war das Geld nie irgendwo ein Entscheidungsgrund für einen Verein zu spielen. Ich weiss, vielleicht habe ich den Ruf, habe ich ab und zu gehört, aber ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Also wenn ich sehe, wie viel man in der Privatwirtschaft verdienen kann, wie viel im Unihockey, da spielen die 200-300 Franken Differenz vom Unihockey-Verein nicht so einen Wahnsinn. Das ist für mich kein Wechselgrund. Ja, 40% arbeiten dort noch sehr wenig, ist es so, aber irgendwo gleich ist man halt im Herzen, hat man auch ein Start-up irgendwie mitgeholfen aufbauen, da die Chance bekommen, von hier aus zu arbeiten, was mega cool ist. Ich habe 2018 bei einem Start-up angefangen, das sich verschrieben hat, das Sportmarketing, Sportsponsoring zu digitalisieren. Es hat ein bisschen das eine zum anderen geführt und seit, wenn ich es so darf sagen, eine der führenden Influencer-Marketing-Agenturen in der Schweiz, wenn nicht die führende. Hallo zusammen! Hier eben, wie gesagt, so ein bisschen die Zahlen als Übersicht, Engagement Rate, wo glaube ich immer so ein bisschen auch eine Kennzahl ist, wo man darüber diskutieren kann. Ich habe mich jetzt entschieden für die Zukunft von der Heim-WM, dass ich das niederlege, die Arbeit. Jetzt immer ein Abenteuer, die Tür geht ab und zu nicht auf. Darum muss man immer ein bisschen auf gut Glück hoffen, dass es passt. Dann gibt man ab auf, dann nimmt man einfach Plan B-Tang, läuft man halt schnell rundherum. Ja, es hat mich schon sehr hart, das Plätzchen rum da. Er geht immer ein bisschen auf Schweden und jetzt halt von einem Jahr. Und jetzt plötzlich, zack, ist das vorbei. Darum ist das wirklich speziell, wenn man den Platz räumen muss. Vor allem, wenn man halt einfach weiss, man ist abgestiegen mit dem Team, man hat das Ziel absolut nicht erreicht. Ich bin gerne einer, der vorher schon mal in einer Arena war, bevor dann dort irgendwie ein grosses Spiel stattfindet. Darum hilft das sicher ein bisschen für die Zukunft.
Willst du dir mal vorstellen? Jetzt brauchst du viel Vorstellungskraft. Gell? Stell dir vor, der Boden ist schön, die Leute sitzen rundherum, wie auch immer. Und du siehst dein Goal. Und jetzt geht es zuerst mal nur um deinen eigenen kleinen Raum, weil dort bist du der Chef und dort kommt nichts durch. Und du tust so dein Gebiet abstecken. Da bin ich daheim. Und ich bin gross und das Goal ist klein. Ich kann mir das relativ gut vorstellen, wie es könnte alles rundherum aussehen, beziehungsweise auch wie es sich anfühlt. Und ich habe nur Freude, um jetzt da zu ziehen. Es ist überhaupt nicht irgendwie Stand heute jetzt ein Druck. Der Druck wird wahrscheinlich mal noch kommen, vor allem je näher dann Spiel 1 kommt. Aber Druck, ich habe das auch gesagt, Druck ist positiv. Oder? Also, man hat sich das ja wieder erarbeitet. Der Pascal ist jemand, der sich sehr viel Gedanken macht und sich sehr gewissenhaft vorbereitet auf jedes einzelne Spiel. Und das schätze ich sehr an ihm, weil er alle Aspekte und darum eben auch den mentalen Aspekt sehr gewichtet und überall möchte das Beste rausholen. Eure permanente Garderobe, die ihr während der ganzen WM installieren und auch da bleiben. Also mein präferierter Platz wäre, wenn man jetzt reinkommt, eher auf der linken Seite. Ich weiss nicht, das ist irgendwie, fühle ich mich per se ein bisschen wohler, aber gleich auch relativ nah bei der Tür, dass man da schnell wieder draußen ist. Keine Ahnung, aber ich bin lieber ein bisschen weiter weg vom Team, weil der ist immer so nervös und tigert so rum. Das macht mich fast ein bisschen anders. Darum darf ich gerne noch ein bisschen auf der anderen Seite sitzen. Ich habe das Gefühl, je mehr Leute da sind, desto einfacher ist es eigentlich zum Spielen, um so ein bisschen seinen Fokus zu finden und auch den Flow zu finden. Das ist nicht ganz einfach. Es hat schon viele Mannschaften gegeben, wo das dann auch nicht gelungen ist. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile in unserem Team die nötige Erfahrung, dass wir solche Situationen zu unseren Gunsten wenden können. Wenn ich daran denke, dann werden irgendwie, kommen schon ein bisschen Emotionen in mir auf und ich freue mich eigentlich extrem auf das Highlight. Für eine Top-Leistung kann eine Heim-WM nur gut sein. Ich glaube, der Boden ist auch tiefer, also wenn es nicht läuft, aber das Dach ist sicher höher. Gratisenergie im Sinne von Zuschauer, das hat man vielleicht einmal im Leben, dass man eine Heim-WM spielen darf. Das Geilste ist natürlich alles zu geben und Weltmeister zu werden. Das Zweitgeilste für uns muss sein, wirklich die Messlatte hoch, alles probieren, mutig zu sein und scheitern. Lieber das, als dann die dritte Version einfach nichts Spezielles machen, sondern einfach dort stehen, seitwärts spielen, die Daumen drücken, Schüsse blocken oder so. Es ist angerichtet für den Superfinal der Männer. Das Duell des Cupsiegers gegen den Rekordmeister. GC gegen Wieler. Die Grasshoppers im Tor mit Pascal Maier, der besten Goalie in seinem allerletzten Spiel für GC. Alles bereit. Die beiden besten Teams aktuell in der Schweiz gegeneinander. Laubscher mit dem Pass und Steiger mit dem Tor. Und dann setzt sich Dudovic durch und muss das 1:1 erzielen. Macht das nicht und es gibt Penalty für Wieler Ersigen, weil er beim Torschuss regelwidrig behindert wurde. Luis gegen Maier. Luis, oh, kläglich! Kläglich! Oh, oh nein! Schön dieser Pässchen! Schön das Tor! 2:0 GC! Und der andere weg und dann ist es Dudovic! Da vergeben sie so viele Chancen, aber er trifft. 1:2, Wieler wieder dran. Ja, jetzt ist es 6 gegen 5, 3 Minuten vor Schluss riskiert Wieler alles. Wieder Werner, wieder Kanzig. Völlig frei, sehr schnell gespielt. GC-Fans zählen runter. 4, 3, 2, 1 und das war's. Der Schweizer Meister 2022. Ich bin sehr ein grosser Freund vom Superfinal. Ich habe das in meinem Magazin auch mehrere Jahre lang gefordert, so mit Blick auf Schweden und dann auch die Tschechen, die den vor uns eingeführt haben.
Und für mich gibt es so zwei Bilder, die das wunderbar zusammenfassen. Das ist so der Schweizer Meister in einer Turnhalle, wo ein paar Leute am Jubeln sind vor einem offenen Materialraum unter einem Basketballkorb. Und bei den Tschechen dort im Superfinale in der O2 Arena auf einer Bühne mit Konfetti, mit Skiwerferlicht. Wenn man das so nebeneinander anstellt, sieht man sehr gut, was die unterschiedlichen Bühnen können ausmachen können. Schweizer Meister 2022 ist GC. Ja, aber du, Jan, machst schon einen guten Trick. Ready? 3, 2, 1. Ja, Bern ist schon für mich Heimat. Das habe ich mit Jan abgemacht. Kumpen schnell in die Aare. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Ding. In Bern vor dem oder vor allem nach dem Training noch schnell einen Schwung in die Aare nehmen. ist immer ein sehr erfrischendes Erlebnis und es ist mega cool. Geniessen die Aare sehr. Es wird sich irgendwo vielleicht einen Kreislauf schließen, wo alles angefangen hat. Hört es hoffentlich auch wieder auf mit einem guten Ende. Nehmen wir Jahr für Jahr, es geht mit dem Körper, es passt mit dem Job, aber ich glaube, das sind Fragen, die jetzt im Moment nicht relevant sind. Einfach genießen, die WM, die kommt und ja, Saison für Saison, Jahr für Jahr. Das muss weg zurück. Jawohl. Ja, so. Ich kann drauf gucken, Frau. Weißt du, kannst du mit der Basic nicht drauf gucken? Hey Bischi. Ciao David, gratuliere. Danke. Super. Ja, es ist geil. Es war schon ein gutes Timing, muss ich sagen. Barry? Ciao. Hi. Danke. Also ich bin Vater geworden zum zweiten Mal. Es ist natürlich extrem emotional gewesen. Vor 3 Tagen ist es gewesen und ja, zum Glück ist alles so gut gelaufen und ich habe super Support von zu Hause. Ich konnte in die Schweiz fliegen und hier sein, was natürlich für mich extrem wichtig ist. Ich kann sowieso nicht so viel tun, er ist einfach am Schlafen und Scheiße, ja. Mehr oder weniger. Klar, ja. Ja, das kann ich gut. Ist immer noch ziemlich blockiert, das Fußgelenk. Ich war auch noch in Winterthur noch mal zum Arzt gewesen, MRI gemacht. Der Befund war positiv optimistisch gewesen, im Sinne von Bänderfriedhof der Tunger und eine gewisse Arthrose, aber ich glaube, das ist einfach, wenn man zum Arzt geht, dann hört man eigentlich immer, was nicht gut ist. Und ich glaube, nach 10 Jahren Spitze Unihockey, wenn da nicht etwas kaputt wäre im Fußgelenk, hat man etwas falsch gemacht. The Men's World Floorball Championships are back in Switzerland, so I'm sure Swiss Unihockey is really happy to host again one of the biggest events in floorball. I guess we are ready to draw the top nations. In diesem Fall, WM-Auslosung, ist es mir sowas von egal, was wir bekommen. Es ist wirklich egal. Das Einzige natürlich, es beeinflusst natürlich die Vorbereitungen zu einem gewissen Teil, also im Sinne von, welche Teams man scoutet und so. Wir müssen einfach sehr, sehr, sehr gut sein, viele Tage in Serie und schlussendlich werden wir ja höchstwahrscheinlich gegen alle Top-Nationen einmal gewinnen müssen, um Weltmeister zu werden. Aber ich würde gerne gegen Schweden spielen. Ich finde, sie sind die Besten auf dem Papier und deshalb spiele ich einfach gerne gegen Schweden. And it's Norway who's joining Group A as first team. Next team, the last team for Group A, is Finland. We have Group A with Finland, Switzerland, Slovakia and Norway. Ich finde, die Voraussetzungen sind da. Wir haben alle Nicht-Unihockey-Sachen thematisiert, sozusagen, wie wir auftreten wollen, was wir verändern wollen. Und ab jetzt ist es einfach Zeit, sachlich besser zu werden im Unihockey. Die Sachen umsetzen, die wir theoretisch besprochen haben. Aber sie sind fantastisch, die Jungs. Also sie werden versuchen, alles umzusetzen und wenn es nicht gut kommt, hat es wahrscheinlich mit uns zu tun, dass wir nicht genug
clever gewesen sind. Ja, Pascal, komm, sag etwas. Sie am Flughafen. Wie sieht die Reiseroute aus? Oh, ich habe mich da natürlich jetzt informiert. Ich glaube, jetzt fliegen wir auf Philadelphia, dann Alabama und dann ab mit dem Gar nach Birmingham. Ich glaube, wir sind etwa 26 Stunden unterwegs. Die World Games, das ist so eine Vorbereitung auf die WM, aber sonst gelten die auch ein bisschen als Schaufenster eigentlich für nicht-olympische Sportarten. Ja, eigentlich war es mehr auch wieder ein Turnier, wo man erwarten konnte, dass die Schweiz unter den ersten 4 wird sein. Ja, es hat nachher das Erwachen gegen Lettland, das man verloren hat. Und das ist halt schon sehr, sehr überraschend gekommen. Als die Schweiz 4-2 vorne war gegen Lettland, habe ich dann abgeschaltet. Und ja, bin ich ganz entspannt gewesen und wollte nur noch schauen, wie viel das Endresultat war. Und bin dann ein bisschen überrascht worden. Eigentlich war vor diesem Turnier bei den World Games die Erwartung, dass die Schweizer das Halbfinale schaffen. Das habt ihr jetzt nicht geschafft. Beschreibt mal, wie groß ist die Enttäuschung für euch? Was bedeutet das für euch, für die gesamte Mannschaft, dass das bei diesem Turnier nicht geklappt hat, bei dem Halbfinale? Also die Enttäuschung war, ich glaube, die meisten haben es gar noch nicht so richtig realisiert, was gerade passiert ist. Die Enttäuschung ist aber sicher riesig und es hätte uns nicht passieren dürfen. Wir müssen wirklich kritisch mit uns selber sein. Es war wirklich scheiße. Ja, wählen jetzt vielleicht auch ein bisschen harte Worte, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt einfach auch wirklich analysieren, was wirklich schlecht war und die Fehler einfach nicht nochmal machen. Wir haben einen guten Teamspirit und haben entsprechend jetzt nach dem Abschneiden da auch offen und ehrlich gewisse, vielleicht auch nicht nur angenehme Sachen ansprechen. Es ist ein Tiefpunkt gewesen. Ich war nicht zufrieden. Niemand war zufrieden. Und für uns ist es eine Chance, besser werden zu können. Vielleicht hätten wir gewisse Sachen nicht thematisiert, wenn das nicht passiert wäre, beispielsweise. Das Gute ist, wir haben noch ein Vierländerturnier direkt vor der Weltmeisterschaft in der Schweiz. Und können jetzt das so quasi als Generalprobe für die Heimweltmeisterschaft nehmen. Aber da müssen wir sicher gute Spiele abliefern, damit wir mit einem gesunden oder gewissen Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal, in die Weltmeisterschaft starten können. Also manchmal ist es halt schon gut, wenn man einen Schuss vor den Bug bekommt, von einem grossen Spiel oder von einem grossen Event. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Wut im Bauch. Die World Games in Birmingham waren nicht ein grosses Thema hier. Wir haben es dort gut analysiert. Es gibt sicher auch noch mehr Video geschaut, das wir verbessern können, aber wirklich mehr auf der analytischen Ebene. Darum vorwärts schauen, aber sicher nicht vergessen, es ist passiert, aber die Lehre nehmen wir sicher mit. Für uns ist es sicher wichtig als Team, dass einfach der Zusammenhalt und so ein bisschen die Vorfreude für die WM, die wird natürlich immens steigen und ich glaube, das ist für uns als Team das Wichtigste, einfach der Zusammenhalt und die Vorfreude, die Energie ins Team bekommen. Nein, ist ein Ernste. Was ist Momentum im Spiel? Was heisst das? Im Spiel brauchst du Cleverness, brauchst auch Teamwork und so weiter und so fort. Und wir haben gefunden, das Bodenburg, das passt extrem. Also ihr seid in diesen Teams, wie wir gestern hatten. Also wir haben 7 Teams gemacht und jedes Team hat 2 Stunden Zeit, um die Rätsel, das sind 22 Rätsel, die hier in diesem Gebäude sind, die du als Team kannst lösen. Und es gewinnt das Team, das heute am meisten Rätsel löst. Also, los! Mo. Der ist blau da. Yes, go, go! Yes! Was? So, Jungs! Das dritte Game, das wir probieren und immer noch kein Punkt. Aber jetzt sieht es gut aus. Fahr, haben wir geschaut. Oh! Komm jetzt in den Rocket. Enders! Ja.
Das ist mega cool. Ich glaube, man lernt so lange immer wieder ein bisschen kennen und es fördert Team Spirit und es gibt einfach eine ganze Sicht auf das Team außerhalb des Unihockey. Titel Momentum sehen. Also wir hatten heute eigentlich noch ein Meeting und haben also die physischen Testresultate miteinander verglichen, also anfangs vom Sommer und jetzt, und super Feedback bekommen. Wir haben im Juni für alle bestimmt, in welchen Potenzialbereich sie arbeiten sollen. Die sind nachher zurück zu den Vereinen. Ich habe das koordiniert mit den Athletiktrainern der Vereine, damit sie genau in diesen Bereichen besser werden. Und overall 4% Steigerung in 8 Wochen. Und das ist ja, sportwissenschaftlich wirklich sehr beeindruckend, was da gegangen ist. Sieht man eigentlich, dass das Fitnesslevel dort ist, wo wir im Moment sein, aber haben auch angesprochen, dass es gibt noch ein paar Tage und es gibt sicher auch noch die Chance, noch das eine oder andere noch mal zu verbessern. European Floorball Tour ist alle halbe Jahr die besten 4 Nationen vom Unihockey, die sich treffen, die sich weiterentwickeln, die Spieler testen. Die Besten der Besten sind hier im Moment in St. Gallen und bereiten sich so immer auf die WM vor. Das sind die Testspiele, die wirklich zählen. Also für die Trainer ist es natürlich extrem wertvoll, weil eben, die müssen sehen, auf welchem Formstand sind die Spieler. Im April waren die Playoffs, das ist lange her. Seitdem ist viel passiert. Teilweise waren verletzt, andere konnten super trainieren. Dann muss man wissen, wie hat sich die Form entwickelt, wie sind die Leute weg. Natürlich die taktischen Sachen, die man ein bisschen testen will, gewisse Sachen, die der Trainer sicher noch ein bisschen zurückhalten und noch nicht aufdecken hier. Also es ist schon ganz, ganz wichtig und es ist einfach eine ganz wichtige Standortbestimmung noch vor der Weltmeisterschaft. Schweden schlagen. Das haben wir ein einziges Mal geschafft. Wenn man das jetzt wieder schafft, dann gibt es so, hey, jetzt haben wir das schon das 2. Mal innerhalb von 5 Jahren geschafft. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist etwas, wo man sich auch daran hebt. Und ich glaube, das ist eminent wichtig, nicht nur gut auszusehen gegen die Schweden, sondern auch resultatmässig mitzumögen und so vielleicht eben sogar zu mögen, letztlich in einem Wettkampfspiel, in einem EFT, wo man weiss, die Schweden, die das nicht einfach lausen, das ist nicht einfach egal, das ist nicht irgendein Freundschaftsspiel, so. Die werden so gewinnen. Und darum ist es schon sehr wichtig. Links Point, Boys! Luan, links Point! Links Point! Im ersten Drittel gegen Schweden hatte ich das Gefühl, dass wir haben ein bisschen Glück gehabt, ganz ehrlich. Es ist schwierig, viele taktische Sachen zu verändern während einem Drittel. Ich habe schon das Gefühl, dass er einen kleinen Druck spürt. Ja. Auch, also erst mal für sich selber, für den Staff, damit sie Ruhe haben. Ich glaube, gegen aussen versucht man schon immer auch Ruhe auszustrahlen und eben auch Optimismus. Und vielleicht bei ihm weiss ich nicht genau, wie es aussieht. Oder es könnte auch sein, dass er auch mal ein bisschen anfängt zu zweifeln, wenn die positiven Resultate nicht kommen. Hockey! Pointwechsel! Wieder zurück! Ja! Ein Abschluss! Ein Abschluss! Geil, Mama! Wir haben wirklich gut reagiert in der ersten Pause, finde ich. Diverse Sachen umgestellt, das System ein bisschen angepasst, mehr Mut bekommen von den Jungs. Und das ist wichtig für uns, dass wir nicht lange bluten. Wenn sie gut sind, müssen wir sicherstellen, dass wir einen Weg rausfinden. Weil vor 5, 6 Jahren war es häufig so, dann haben sie einfach 5 Tore geschossen und dann wird es schwierig. Und wenn das Bluten ist, dann können wir überleben. So wichtig, ja? So wichtig! Geschlossener Auftritt, viele gute Emotionen vom Team. Man hat auch gesehen, die ganze Bank ist mitgegangen, alle sind gestanden.
Was ich extrem cool gefunden habe, wie die Mannschaft einfach weitergemacht hat, in unserem Gameplan festgehalten. Und wir sind nicht irgendwie nervös geworden, wo wir gemerkt haben, die Schweden spielen sich regelmäßig Chancen raus. Wir sind wirklich bei dem geblieben, was wir uns vorgenommen haben. Hey, good job, boys! Das Spiel gegen Schweden hatte eine interessante Entwicklung. Vor allem finde ich das Schlussdrittel, wo die Führung ja wechselt hin und zurück. Es wäre schon einfach, als Schweizer Nazispieler zu denken, okay, here we go again, oder? Wenn sie 4-4, 5-4 schießen, dann ist es mit einem Penalty, dass wir zurückkommen, oder? Und was vielleicht nicht immer eine Stärke gewesen ist. Was für ein Spiel für Momentum-Tagline. Es kann ja nicht besser sein als so für uns, Boys. Riesenschritt vorwärts, aber jetzt ein bisschen Killerinstinkt auch. Jetzt gewinnen wir dieses Scheißspiel. Come on, Boys! Come on, Boys! Team! Wir vermuten ja, dass man die Schweden schlagen kann. Aber man muss es wissen und man muss es erlebt haben. Und wenn das nachher das ganze Team schon erlebt hat, ist es einfach anders. Ich glaube, so ein Sieg tut immer gut und ist immer gut für Selbstvertrauen. Also man kann sich gegen Schweden nicht aussuchen, wann das man gönnt. Also wenn man so einen Match kann gewinnen, dann soll man ihn gewinnen und das mitnehmen. Und das gibt sicher allen Beteiligten ein gutes Gefühl. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, eben einerseits Signal gegen aussen zu senden, auch gegen den anderen Gegner gegenüber, dass wir bereit sein werden an der Heim-WM. Und natürlich auch für uns ein bisschen mehr Selbstvertrauen nimmt man natürlich mit, so nach einem Sieg. Und sicher auch für die Fans wichtig für uns, zu zeigen, dass wir wirklich bereit sind und hoffen, wir haben das erste Feuer so ein bisschen entfachen. Nicht nur bei uns im Team, das haben wir definitiv geschafft, aber wir hoffen natürlich auch sehr, sehr, dass wir auch die Unihockey-Fans in der Schweiz anstecken können und mit Vorfreude begeistern auf die kommende Weltmeisterschaft. Angenommen, wir gewinnen die WM, das kann ein Schlüssel sein, oder? Da kann etwas sein, dass dann im Nachhinein, wenn man so Future Perfect denkt, ein bisschen, kann ja so etwas sein, dass Spieler dann im Nachhinein sagen, hey, das war so verdammt wichtig für uns. Ja, wenn wir in den Flow kommen, wie ich beim Powdern, dann können wir die Schweden schlagen. Dann werden wir die Schweden schlagen. Dann können wir sogar Weltmeister werden.